Mein Unfall ist passiert am 17. Oktober 2006. Vormittag bin ich Mist führen und es war etwa um 10 Uhr. Es war recht steil und dann auf einmal habe ich im Rückspiegel gesehen, dass das Hinterteil des Transporter in die Luft ist und dann wollte ich gegenlenken. Und dann hat es die Kabine mitgerissen und dann bin ich am Doppel durchgedrüllt. Bin in dieser Zeit vorgekommen wie eine Wäschtrommel, es hat mich hin und her. Und als dann die Kabine stehen geblieben ist, bin ich unten drin und habe das Handy neben mir gesehen. Und ich konnte greifen, ich konnte nichts mehr bewegen, nur noch die Schulter. Und wenn ich die Schulter bewegt habe, hat das einfach grausam wehgetan in der Wirbelsäule und vor allem im Hals drin. Ja, und dort konnte ich dann nichts machen. Und die haben auch gerufen, aber weit und breit war niemand dumm. Ich habe gehört, die anderen Bauern mit dem Transporter vorbeigefahren. Aber da war immer ein Doppel drunter und die haben nichts gesehen und nichts gehört. Also in der Zeit, als ich gelegen bin, habe ich einfach überlegt, wie es weiter soll gehen. Und ich habe auch nicht gewusst, dass ich gelähmt bin. Und dann nach 3 Stunden ist mein Vater mich suchen. Und weil ich bin nicht zu Mittag essen. Und ja, nach 3 Stunden hat er mich dann gefunden. Und nachher die Träger alarmiert. Und als die dann gekommen sind, habe ich denen noch Tipps gegeben, wie ich mich rausnehmen, weil ich bin bei der Feuerwehr als Unteroffizier war. Ich hatte ein bisschen Ahnung, wie das funktioniert. Und das Ganze hat 3 Stunden gedauert. Und ich bin die 3 Stunden immer bewusst. Dann sind wir ins Kantonsspital Chur geflogen. Dort haben sie geröntgt und gesagt, nein, da können sie nichts machen. Gerade wieder im gleichen Heli und dann auf Notwil geflogen. Also, wenn ich da zurückdenke, sind immer die gleichen Bilder, weil ich bin immer voll bewusst war, während dem Sturz. Und nachher habe ich alles mitgekriegt. Und ja, am Anfang habe ich dann auch immer wieder davon geträumt, wie Albträume hatte. Aber das hat in der Zwischenzeit wieder normalisiert nach so vielen Jahren. Also die Lähmungshöhe, die ich habe, das ist C3, C4. Und das bedeutet eigentlich, der 3. und der 4. Halswirbel sind betroffen. Und der 4. Halswirbel ist für die Lunge zuständig. Auf der Intensivstation war ich beatmet. Mit dem Schlauch in die Lungen runter. Nach der Operation. Und dann haben sie eben auch gesagt, sie tägen den Schlauch ziehen. Und dann müssen sie eben schauen, ob sie einen Luftröhrenschnitt machen. Und die haben als Bauer Bahnhof verstanden. Ich bin überhaupt nicht rausgekommen, was sie sagen wollen. Und reden konnte ich auch nicht, weil ich so einen riesen Schlauch im Mund hatte. Und meine Physiotherapeutin war nebendran. Und sie hat dann nur gesagt, tu einfach probieren zum Schnaufen, wenn sie den Schlauch rausziehen. Und sie haben den Schlauch rausgezogen. Ich habe selbstständig angefangen zu schnaufen. Und das haben die Ärzte das auch nicht verstanden. Mit dieser Lähmungshöhe, dass ich selbstständig schnaufen und atmen. Also als ich im SPC war, die ersten Tage habe ich auch nicht gewusst, dass ich im Rollstuhl bin. Ich habe auch nicht gewusst, was Tetraplegie ist oder Paraplegie. Ich bin dann dort gelegen und dann einmal habe ich mit einem Doktor erzählt, ja eben, daheim reden alle, dass ich im Rollstuhl lande. Und dann hat der Arzt mir so gesagt, ja, das wird auch so sein, du wirst dein Leben lang sehr wahrscheinlich im Rollstuhl dein Leben verbringen. Ja, wenn du so eine Nachricht kriegst, zuerst, da geht so viel durch den Kopf, ich weiß gar nicht, was da alles durch den Kopf ist. Dein Leben, du kannst nicht vorstellen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was eine Tetraplegie ist, keine Ahnung, was eine Paraplegie ist. Ich bin einfach dort bei meinem Schicksal allein gewesen, eigentlich. Ja, ich bin wie in einem
verlorener Tunnel, einfach wie in einer Einbahnstraße, wo kein Ausweg ist. Keine Ahnung, wie einschätzen, was kommt auf mich zu. Nichts. Ich bin einfach in dem Bett gelegen. Meinen Körper habe ich gerne gespürt. Ich habe gemeint, ich habe meine Arme überkreuzt über meine Brust. Und dabei sind schön Arme gestreckt neben dem Körper gelegen. Ich habe meinen Körper auch nicht mehr gespürt, nichts. Ja, die Zeit im Tunnel, das ist sicher 3 Wochen, 4 Wochen, etwa einen Monat sehr gegangen. Aber eben, das ist im Paraplegikerzentrum. Alle Leute sind betroffen. Du bist im gleichen Fokus drin wie die anderen Leute. Du siehst nichts anderes. Und dann zieht das dich auch ein bisschen mit. Aber es war so eine harte Zeit. Und dann lernst du halt von den anderen auch. Du schaust, wie machen es die anderen, wie mache ich es. Und durch das, was ich dann von denen gehört habe, habe ich natürlich auch meine Hoffnung schöpfen, was dann für mich noch möglich ist oder für mich nicht mehr möglich ist. Also so konnte ich mich ein bisschen einschätzen, wo könnte ich landen. Das ist meine Hoffnung. Ja, was mir dort geholfen hat in dieser schweren Zeit, ich hatte eine gute Physiotherapeutin und die hatten einen guten Arzt. Mit denen konnte ich über alles reden. Und dann konnte ich so langsam ein bisschen Bilder machen, wie das Leben gleich noch vorwärts gehen kann. Und die haben dann dort auch lernen, dass ich ganz kleine Ziele nehmen muss und auch realistische Ziele. Ich habe dann auch dort ein Ziel gesetzt, ein kleines Ziel, und das war eben das selbstständige Essen. Das will ich einmal allein können. Und dann ist von den Ärzten gekommen, also sie haben es mir nicht persönlich gesagt, aber das ist ein unrealistisches Ziel. Für die Lähmungshöhe, die ich habe, werde ich das nie schaffen. Und die haben dann das in der Ergo probiert. Das ist noch, ich weiss noch, wir hatten ein ganzes Gestell am Rücken und dann die Hand, da war mit Gewicht eingespannt, dass sie raufkommt. Und das erste Mal, als ich dann selbstständig ein Joghurt essen konnte, das war eine riesige Erleichterung. Und mit der Zeit konnte ich dann immer mehr können, auch ohne Gestell. Und auf einmal sitze ich im Essraum und bin am Essen und die Ärzte stehen vorne dran und applaudieren. Und ich bin nicht rausgekommen, was das soll. Und dann haben sie gesagt, sie haben uns allen bewiesen, dass durch einen starken Willen auch unrealistische Ziele realistisch sind. Also nach der Reha hatte ich eine Wohnung in Igis mit meiner Freundin. Und dann am Morgen ist der Spitex gekommen, morgen, und den Tag durch bin ich mehrheitlich allein gewesen. Ich bin fast in meiner Wohnung eingesperrt gewesen. Ich konnte nicht allein raus, nicht allein reinkommen. Und am Abend ist der Spitex wieder gekommen. Und die sind meistens um 6 Uhr gekommen, haben mir helfen zu Nachtessen. Und dann haben sie mich ins Bett am Abend um 6 Uhr. Und weil meine Freundin ist dann arbeiten. Und dann hat sie dann gesagt, dass ich nicht mehr weitergehen, dass ich am Abend um 6 Uhr ins Bett muss. Und dann hat sie gesagt, sie würde das übernehmen, um ins Bett zu tun. Und mit der Zeit wollte ich das nicht mehr wollen, weil ich habe gesehen, sie war recht müde am Abend. Und dann musste sie das noch machen. Und eine Art habe ich aufs Mal
einen Schlussstrich gezogen und gesagt, ich muss jetzt mein Leben neu in den Griff kriegen. Für mich ist das ein neues Leben. Und die Träume, die ich mit ihr hatte, die werden wir zusammen nie ausleben können. Sie kann die Träume mit jemand anderem ausleben, aber nicht mit mir. Und dann habe ich mich entschieden, mich von ihr zu trennen. Sie lebt jetzt ihr Leben und ich lebe mein Leben. Wir sind noch gute Freunde, befreundet miteinander. Ja. Das Schlimmste für mich war in dieser Zeit, einfach die Hilfe annehmen. Das war für mich das Schlimmste. Und weil ich habe auch vielmal, und das war auch, ein bisschen auch das Thema mit meiner Freundin. Früher, ja, bin ich eigentlich der Gentleman. Ich bin sie geholt, wir sind zusammen im Ausgang. Oder wir sind zusammen zu Nacht essen. Ich habe sie eingeladen. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Ich kann sie nicht mehr einladen. Ich kann niemanden einladen. Ich muss einfach, zuerst muss ich jemanden suchen, der mit mir mitkommt, um mich zu unterstützen. Und das war eigentlich das Schlimmste. Ja, wegen dem Arbeiten, ich bin dann austreten in Nottwil. Haben wir dann abgeklärt, wir waren in der Emsfabrik. Sie haben gesagt, ich soll mal vorbeigehen, das anschauen. Sie wollten mich wieder einstellen, weil ich ein guter Angestellter war. Und dann ist der IV gekommen. Und die IV hat dann gesagt, das sei eine Illusion, die ich habe. Mit meiner Lähmungshöhe kann ich nicht arbeiten. Und dann habe ich abgewartet und dann nach ein paar Jahren habe ich mit meiner Ärztin wieder Kontakt aufgenommen. Und eben sind wir auch wieder auf das Thema Arbeiten gekommen. Und sie hat dann gesagt, wir machen jetzt noch mal einen Antrag bei der IV. Und dann hat sie gesagt, ja, was ich denn wähle. Ich habe gesagt, ich wähle auf Nottwil beim Parawork eine Abklärung machen. Die bieten das an. Bin ich auf Nottwil, haben das dann gemacht, dort 4 Wochen. Und so haben wir jetzt können sagen, das und das ist der Herr Soler imstande zu machen. Und für das und das braucht er eine Ausbildung. Und seitdem arbeite ich eben bei Alpina Vera. Das ist eine Kommunikationsplattform für die Landwirtschaft. Also wenn ich jetzt vergleiche, wie ich vor dem Unfall war und jetzt in dieser Situation, es gibt auch vieles Positives. Ich habe zum Beispiel Welt gesehen, die ich sonst zu 99% nicht gesehen hätte als Bauer. Als ich dann in dieser Wohngruppe gekommen bin, habe ich angefangen zu malen. Und ich habe gerne nicht gewusst, dass ich so gut malen kann, was ich dort festgestellt habe. Und dann habe ich das Reisen entdeckt. Habe schon verschiedene Reisen gemacht, die ich sonst wahrscheinlich nicht hätte Zeit gehabt zu machen. Das sind positive Sachen, die ich eigentlich seit dem Unfall gemacht habe. Also vor 3 Jahren in Nottwil hat mir wieder eine angeboten. Sie würde mit mir auch gerne in die Ferien. Ich habe gesagt, gut, ich hätte Lust, eine Safari zu machen. Und dann, ja, sie wäre voll dabei. Und dann haben wir auch 4 Tage in Chur gewesen, schauen, ob es passt zwischen uns zwei. Nach diesen 4 Tagen habe ich gesagt, was meinst du? Und sie hat gesagt, sie würde sofort mitgehen. Ich sagte, ich auch. Gehen wir auf dem Reisebüro. Sind wir auf dem Reisebüro und gesagt, wir wollen eine Safari machen in Afrika. Haben wir das auch durchgezogen, sind wir auf Kapstadt 2 Wochen Safari gemacht. Und durch das Allerschönste, was es war, bin ich natürlich auch mit der Action noch gestürzt und halt die Schulter gebrochen. Und
2 Tage früher müssen zurück und im Spital operieren lassen. Aber die Reise war genial. Ja, es gibt schon heute auch Tage, wo mir eigentlich schwer sind und ja, wo ich auch mit hadere. Und dann für mich ist einfach dann das Beste, wenn ich raus kann. Wenn ich allein kann sein, es war in der Natur, weil ich bin ein Naturmensch. Und kann ich dort so unter einem Baum den Rollstuhl hinterher kippen, zwitschern, von den Vögeln zuhören und dann meine Gedanken, meine Ideen und mich auch oben abholen. So. Weil ich bin nicht ein Mensch, der gerne mit anderen Leuten über Probleme redet. Ich bin einer, der das lieber selber und allein selbstständig macht. Also Angst habe ich eigentlich nicht. Nur, dass mein Erlernte vielleicht mit der Zeit oder mit dem Alter abnimmt. Das ist meine grösste Angst, die ich habe. Sonst keine Angst, aber Respekt. Also jemand, der gerade frisch betroffen ist, gebe ich einfach ein paar gute Tipps mit. Und man soll einfach das Leben leben und keine Ängste haben. Weil ich habe dann auch lange nicht reisen, bis ich die erste Tetra-Reise gemacht habe. Und die haben dann dort, in dieser Woche, wo ich in diesen Ferien war, habe ich so viel gelernt. Vor allem von anderen Tetraplegikern, die das gleiche Schicksal haben. Und das war für mich eigentlich eine sehr interessante Woche. Und wenn man Ziel hat, einfach probieren, um diese Ziele durchzusetzen. Weil ich bin auch Gleitschirm fliegen, wo das geheißen hat, ja, hast nicht Angst, dass etwas passiert. Und dann habe ich halt eine krasse Antwort darauf gegeben. Ich habe gesagt, ja, viel schlimmer kann es ja nicht mehr werden, aber ich werde sicher Spass haben und es war genial. Und das sind eben, wenn man Ideen hat, Ziele hat, die einfach verfolgen.